Ciao Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky Sunday und einer weiteren 3 Uhr nachts Challenge. Und zwar meintet ihr alle, ich soll das unbedingt machen. Und zwar werden wir heute um 3 Uhr diese Young-Hee Squid Game Puppe aufschneiden. Denn vielleicht könnte da was drin sein. Der Wächter aus Squid Game hat das auf jeden Fall bei mir hinterlassen. Ja, was soll ich mit der? Ich weiß nicht, ich habe eine Nacht mit ihr verbracht. Schaut es euch gerne an. Aber das ist diese Puppe, die normalerweise mit dir rotes Licht, grünes Licht, Red Light, Green Light mit einem spielt. Aber die ist ziemlich gruselig. Nicht süß. Das ist keine süße, unschuldige Puppe. Das ist eine böse Puppe. Ja, wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr die Augen von Young-Hee. Die sehen creepy aus, Leute. Da ist ein roter Punkt. Das heißt, sie hat Kameras da drin. Und ich habe mich auch ziemlich beobachtet gefühlt von ihr. Sie hat auch kurz rot aufgeleuchtet. Leute, schaut es euch unbedingt an, als ich geschlafen habe. Der Wächter kam auch bei mir rein und will mit mir spielen. Er hat sich noch nicht gemeldet, aber ich habe mich eigentlich nicht dafür angemeldet, um bei Squid Game mitzumachen. Keine Ahnung also, was ich da tun soll, Leute. Soll ich wirklich dann mit ihm spielen? Wenn er sich meldet, dann lasst jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 12.000 Daumen nach oben mache ich das? Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Soll ich das tun oder nicht? Ihr müsst es entscheiden. Vielleicht meldet er sich ja dann, wenn ihr für mich entschieden habt. Oh mein Gott. Was ist, wenn das wirklich so ist? Leute, no way. Erreicht ihr das bestimmt nicht. Da muss ich auch nicht spielen. Das ist der Spooky Sunday, deswegen werden wieder eure Spooky Stories dabei sein. Natürlich, Leute, ich liebe eure ganzen Kommentare. Dankeschön dafür. Und wenn ihr wieder Teil vom Spooky Sunday sein wollt, mit eurer Spooky Story, dann schreibt sie jetzt unbedingt in die Kommentare. Ist euch irgendwas Seltsames, Mysteriöses mal passiert? Irgendwas Unheimliches? Oder vielleicht habt ihr mal davon gehört, von jemandem oder so. Vielleicht hat er euch mal irgendwie eine Story erzählt aus eurer Stadt. Lasst es mich unbedingt wissen. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, seid Teil von Team Becky. Und ich würde sagen, let's go. Kommen wir zur ersten Spooky Story von Sophia. Schnappt euch jetzt mal lieber eine Grandma Checkdecke, Leute. Ihr werdet sie brauchen. Sie hat geschrieben, hey Becky, hier meine Spooky Story. Also mein Vater hatte Geburtstag. Wir waren draußen am Grillen, bis es schon... Ey, das ist doch nicht mehr normal, ne? Das ist ein Zeichen, dass eure Spooky Stories wirklich richtig spooky und verflucht sind. Wir waren draußen am Grillen, bis es schon sehr dunkel wurde. Um Punkt 3 Uhr hatte meine Schwester, meine Cousine und ich eine Idee, auf den Spielplatz zu gehen. Alter, das könnte von mir sein. Als wir da waren, hörten wir sehr komische Geräusche und wir bekamen Angst. Also haben wir uns entschieden, nach Hause zu gehen. Beim Weg zurück stoppte meine Cousine und starrte die ganze Zeit eine Lampe an. Auf einmal rannte sie weg. Meine Schwester tat das Gleiche. Also schaute ich auch die Lampe auf dem Spielplatz an und ich sah eine Gestalt mit schwarzen Haaren und einem weißen Kleid. Die schwebte unter der Lampe. Was zum... Das ist ein Geist, Leute. Auf einmal fing die Gestalt an zu rennen. Ich hatte so Angst bekommen. Ich rannte hinter meiner Cousine und meiner Schwester her und überholte sie sogar, weil ich extrem Angst hatte. Ja, ich glaube, ich gehe niemals mehr nachts zum Spielplatz. PS, liebe deine Videos, bin ein großer Fan. Ganz liebe Grüße an dich. Danke für deine Story. Und wie gruselig ist das bitte? Ich sag ja nicht ohne Grund, ne? Geht niemals 3 Uhr nachts auf den Spielplatz. Kommen wir jetzt zur nächsten Spooky Story von Bettina. Sie hat geschrieben, ganz liebe Grüße an dich. Du bist wunderschön... Mann, Leute, du bist wunderschön, Becky, dankeschön. Hier ist meine Spooky Story. Also ich war halt früher mal so bei meiner kleinen Cousine. Die sind nämlich in ein neues Haus gezogen. Sie meinte dann zu mir, lass uns in den Keller gehen. Der Keller war aber auch noch nicht renoviert. Was bedeutet, dass er ziemlich creepy aussah. Dann sind wir halt eine Treppe runtergegangen und dort ging auch erst nur ein Licht an. Meine Cousine ging vor, weil ich Angst hatte. Als wir unten angekommen waren, spürte ich etwas an meinem Rücken und in einem Raum vom Keller ist einfach mal irgendwas runtergeflogen, obwohl da niemand war. Oh mein Gott, gruselig. Wir sind schreiend nach oben gerannt. Natürlich hat uns niemand geglaubt. Das war es aber noch nicht. Ein paar Wochen später war ich wieder bei ihr und dann lag da so eine uralte Plastikpuppe in ihrem Zimmer auf dem Boden. Ich fragte sie halt, warum sie da so eine gruselige Puppe hat und sie sagte mir dann, dass sie die beim Einzug dort im Keller gefunden hat. Ich habe auf jeden Fall Angst vor der. Das war meine Spooky Story. Das ist so creepy. Ich hasse Keller. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber was findet ihr gruseliger? Keller oder Dachboden? Und alle guten Dinge sind 3. Deswegen gibt es noch eine Spooky Story von Mathildi. Ganz liebe Grüße auf jeden Fall an dich, Becky. Du bist meine Lieblings-Tweetonerin, so lieb. Hier ist meine Spooky Story. Letztes Jahr war ich an einem Tag alleine zu Hause. Ich hatte meine Kaninchen im Zimmer bei mir. Aus dem Nichts fing Fluffy und Blackie
wegen Fluffy, war das die Inspo? Meine Kaninchen an zu zittern und die beiden guckten in die Ecke, wo meine große Lampe steht. Danach fing das Licht an zu flackern. Ich rannte aus meinem Zimmer und nahm die beiden mit, zum Glück. Als ich wieder in mein Zimmer gehen wollte, war auf einmal ein Schatten da, aber nicht von mir oder von Fluffy oder Blackie. Ich dachte mir, dass ich mir das nur einbilde. Das Licht war immer noch am Flackern. Ich hatte so eine Angst. Auf einmal fällt ein Bild von mir runter und ich spürte eine Hand an meinem Rücken. Hatte so eine Angst, dass ich mich mit Fluffy und Blackie unter der Decke versteckt habe. Ich hoffe, du liest diesen Kommentar. Du bist die Beste. Dankeschön. Und Lichtflackern, Leute, das ist ein Zeichen, dass irgendwas anwesend ist. Ich glaube sowas von daran. Das ist mir auch beim Pennen passiert, ne? Da unten, als ich geschlafen habe in meinem Zimmer. Da kam ja auch dann der Wächter. Und das war eine neue Lampe, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich mache jetzt alles ready. Und wir werden Operation Yang He starten. Die Puppe wird aufgeschnitten, Leute. Was ist da drin? Ich weiß gar nicht, wo ich die aufschneiden soll. Vorne, hinten. Keine Ahnung. Von hinten, also hinten sehe ich so eine Naht. Habt ihr es erkennen? Hier oben. Also es könnte sein, dass wenn das jemand irgendwie so wieder zugenäht haben könnte. Es könnte sein. Keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal ihr Kleid durchschneiden. Sorry. Es muss leider... Oh mein Gott, ich wäre die Erste, die da ufen würde. Weil die wäre sauer auf mich. Ich hoffe nicht, dass ich das spielen muss. Stellt euch das vor mit so einer Real-Life-Puppe. Oh mein Gott, ich habe Angst. Okay, wo schneide ich sie hier als erstes auf? Hier einfach so... Oh mein Gott, guckt am besten nicht hin. Geht ein bisschen schwer auf. Vielleicht muss ich irgendwie die Naht treffen. Ja, ich habe ein kleines Loch. Okay, hier oben lang. Schneiden wir nochmal hier unten ein bisschen weiter auf. Okay, das geht easy. Und ich sehe schon was. Leute, ich sehe schon was. Was ist das? Eine Murmel! Leute, hier war eine Murmel drin. Da ist tatsächlich was drin. Ich wusste es doch. Ist hier noch was? Also hier ist Füllung. In der Füllung ist was. Handschellen? Warum sind hier Handschellen, Leute? Ganz kleine Handschellen. Was machen die da drin? Was machen hier Handschellen drin? Warte mal, ich mache die Füllung hier raus. Hier ist richtig viel Füllung drin. Aber dann... Oh mein Gott, was ist das alles? Sag mir nicht... Nein, Leute. Schon wieder. Alter, warum muss ich zittern? Hier ist schon wieder eine Kamera drin. Wie die auch in anderen Puppen drin war. Was ist das für eine? Warum ist die überall drin? Ja, okay, bei ihr wundert es mich eher weniger. Aber das ist schon wieder so eine Überwachungskamera, die wir so oft schon in irgendwelchen Puppen drin hatten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine gängige Überwachungskamera ist, aber was macht die da auch drin? Aber da leuchtete die ja auch, ne? Das heißt, die Puppe muss mich aufgenommen haben. Die wollte wahrscheinlich Run Like Green Like mit mir spielen. Nein! Gar keinen Fall. Voll gruselig. Aber es war es noch nicht. Hier ist noch mehr drin. Könnt ihr sehen? Nicht dein Ernst. Vom Wächter oder was? Was soll das bedeuten? Leute, hier haben wir schon wieder eine Murmel. Richtig viel ist da drin. Deswegen auch so schwer. Ey, sag mir nicht, ich muss Murmeln spielen. Das kann ich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gemacht. Kann ich nicht. Wir haben hier eine Muschel drin. Wahrscheinlich, weil es auf einer Insel ist oder so. Was macht das da? Was ist das denn hier? Eine rosa Schleife? Was ist das denn für eine Füllung? Also das gehört da bestimmt auch nicht rein. Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, was das Ganze zu bedeuten haben könnte, ja, dann schreibt es unbedingt unten rein. Wir haben hier eine Glühbirne wieder drin. Hatten wir nicht schon mal eine? Wo war das, Leute? Was macht das da drin? Ein Warndreieck. Was hat die Puppe da alles drin? Das ist doch nicht mehr normal. Das bedeuten, Leute, Warnung. Ja, gut, dass ich die aufschneide. Was ist das jetzt wieder? Schon wieder eine Muschel. So eine war diesmal drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Was machen da Muscheln drin? Was ist das hier? Leute, eine Gabel. Schon wieder. Das ist gruselig, ja, im Zusammenhang mit Squid Game. Hier ist noch was. Ein Bus? Zu Squid Game oder was? Was macht hier ein silberner Bus drin? Leute. Nein. Schon wieder eine... Hier ist eine Nummer drauf. Schon wieder eine Einladung. Eine Squid Game Einladung. Eine originale Squid Game Einladung. Und hinten ist eine Nummer. Ich glaube, es ist eine andere Nummer als letztes Mal. Soll ich mal gucken, was das für eine Nummer ist? Leute, ich gucke jetzt mal, ob mir irgendwas angezeigt wird auf WhatsApp. Ich speichere jetzt die eben ab und dann gucke ich mal. Mir wird ein Bild angezeigt. Da ist die Nummer vom Frontmann drauf. Was soll ich mit der Nummer machen? Als ob ich die anrufe. Soll ich die anrufen? Leute, ihr bestimmt es, okay? Lasst jetzt... Nee, wir machen es so. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Wenn ich die Frontmann-Nummer, die hier drauf ist,
anrufen soll. Das muss sie sein. Mir wurde ein Bild angezeigt bei WhatsApp. Aber was ist, wenn ich da anrufe? Aber vielleicht können wir so irgendwie das drehen, dass ich nicht mitmachen muss. Weil ich habe ihr nicht offiziell zugestimmt. Ich habe nicht mein Geburtsdatum, meinen vollen Namen genannt, als ich anrief. Das heißt, ich habe nicht wirklich zugestimmt zu dem Spiel. Das heißt, der Wächter kann nicht einfach mich herausfordern. Ich habe nicht zugestimmt. Vielleicht haben wir ja so die Chance. Dann überlege ich mir irgendwas, vielleicht auch mit eurer Hilfe. Was können wir dem Frontmann sagen? Was könnte uns vielleicht helfen? Aber auf jeden Fall war hier eine Squid Game Einladung drin. Aber vielleicht nicht ohne Grund. Vielleicht will uns auch jemand helfen. Das kann auch sein. Was ist, wenn das der Spieler 456 war? Aber wieso sollte der Wächter mir das geben? Ich hole mal alles jetzt hier raus. Und dann gucken wir mal in den Kopf. Gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Warte. Leute. Ist das ein Hund? Nein. Also, dagegen habe ich jetzt gerade nichts. Leute, hier ist ein 100-Euro-Schein drin. Das ist ein echter 100-Euro-Schein. Also, ich weiß nicht, ob das eine Falle ist. Die wollen mich locken. Die wollen, dass ich unbedingt bei Squid Game mitmache. Die geben mir jetzt extra gerade 100 Euro, damit ich da anrufe. Vielleicht auch jetzt beim Frontmann und da zustimme. Die wollen mich prüfen, Leute, ob ich das ausgebe. Vielleicht muss ich das auch dem Wächter zurückgeben. Vielleicht wollen die nur, weil ich dachte ja schon so, eigentlich nicht schlecht, ne? Das ist ein tolles Geschenk, aber keiner schenkt dir einfach so 100 Euro. Ohne dass du irgendwas dafür machen musst. Ja, guck nicht so. Ihr würdet die wahrscheinlich ausgeben, aber ich traue ihm nicht. Das ist nicht normal. 100 Euro einfach so hier drin. Ich fühle noch irgendwas. Ja, seht ihr? Hier ist schon wieder sowas Gruseliges drin. Normalerweise musst du ja da mitmachen, um was zu verdienen. Außer die wollen dich locken halt. Bei diesem Duck-G-Spiel, da musste er ja auch spielen. Beim ersten Teil ja. Und dann gewinnst du ja auch so Geld. Also Leute, ich weiß nicht, ne? Aber das ist so, damit ich dieses Duck-G-Spiel mit dem Wächter spiele. Keine Ahnung. Ich gucke jetzt gerade hier im Bein, aber ich glaube, da ist nichts mehr drin. Okay, dann schneiden wir jetzt den Kopf auf. Mal gucken. Also wenn da nichts drin ist, dann weiß ich auch nicht. Aber da ist bestimmt was drin. Aber komm da erstmal durch, weil... Warte, hier ist was. Hier kommt mir schon was entgegen. Ein Papier, zusammengeknüllt. Was ist das? Warum sieht der so aus? Das ist hier Freund. Und ein Herz. Hier war ein Bild drin von Youngies Freund. Dieser Junge ganz am Ende der allerletzten Szene. Wenn ihr die nicht geguckt habt, dann habt ihr was verpasst. Den habe ich auch gesehen, Leute. Das ist ihr Boyfriend. Ew! Und dann hat sie auch noch hier ein Herz oder so raufgemalt. Wahrscheinlich ist er noch schlimmer als sie oder genauso schlimm. Ich weiß gar nicht, er hat bestimmt auch Kameraaugen. Bestimmt überwacht der Spieler von hinten. Weil, ja, die konnten so ein bisschen cheaten. Warte, ist was im Arm? Nee, ich glaube, nee. Warte mal, hier fühlt sich irgendwas hart an. Nee, gar nicht. Okay, dann schneiden wir es mal hier jetzt komplett auf. Sorry. Leute, ich sehe hier irgendwas Dunkles. Warte, was ist das denn? Wir haben hier ein Schloss. Ein schwarzes Schloss. Aber kein Schlüssel und es ist offen. Was soll das denn heißen? Soll das ein Schlüssel zu etwas hier sein? Was ist das denn hier? Was kommt hier für eine Glibbermasse raus? Das ist grün. Ew. Leute, hier war irgendwie grüner Schleim drin. Könnt ihr es sehen? Und was ist das Harte hier? Eine Muschel? Warte, hier ist was mehr rausgekommen. Leute. Hier ist wieder eine Flasche drin mit rotem Zeug. Ist das eine Potion? Ey, die nehme ich nicht. Leute, nein, die trinke ich nicht. Keine Potions für mich. Warte, hier ist noch mehr. Alter, wenn du das spielen musst, ne? Bei Squid Game, da verliere ich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Kann das jemand von euch? Alter, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt ein paar Sekunden Zeit und dann müsst ihr den Rubik's Cube da lösen. Was ist da alles drin? Moment. Was ist das? Ein Kreisel war hier drin. Ey, das kann ich auch nicht. Das kann ich nicht. Ist hier noch was? Füllung? Füllung? Alter, ein Riesenberg. Ihr seht nur Füllung. Leute, hier ist noch eine Murmel drin. Eine blaue Murmel. Und das war's. Was macht das alles da drin? Soll ich jetzt mit dem Einwächter spielen? Oder sollte ich lieber den Frontmann anrufen? Ihr müsst es entscheiden.